Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, wir unterbrechen die laufende Sendung für eine aktuelle Meldung aus der Hauptstadt. Live aus dem Palast berichtet für Sie unsere Korrespondentin Miss Santi. Meine Damen und Herren, spektakuläre Nachrichten haben soeben die Weltöffentlichkeit erreicht. Aus gut unterrichteten Kreisen wurde bekannt gegeben, dass der Gouverneur ihrer Majestät, der Fighting Historian, noch im nächsten Quartal die Annowelt zu einem Community-Event einladen wird, wie es das Imperium des Historien noch nie gesehen hat. In Kürze will sich der Gouverneur selbst an die Bürger des Imperiums wenden. Was wir aber schon sicher wissen, ist, dass Gäste aus allen Winkeln des Imperiums erwartet werden, dass die neue Prestigestadt Stupor Mundi Gastgeber des Ereignisses werden soll und dass... Oh, Moment! Gerade betritt der Historien den Balkon des Palastes. Wir unterbrechen, um die Rede des Gouverneurs in voller Länge zu übertragen. Treue Community, geliebte Bürger des Imperiums, Veteranen der Grande Armee. Hier und heute werdet ihr Zeuge eines historischen Ereignisses. Zum ersten Mal in der Geschichte unseres glorreichen Empires werden wir Gastgeber für die ganze Annowelt sein. Hier und heute laden wir ein zur ersten historischen Weltausstellung in Stupor Mundi. Wir laden die Völker der Welt zu uns ein und ermutigen sie, die schönste Insel ihres Reiches auf unserer Weltausstellung zu präsentieren. Völker der Welt, kommt in unsere Stadt. Völker der Welt, präsentiert die Perlen eurer Heimat in unserem Juwel Stupor Mundi. Denn so wie Stupor Mundi das Staunen der Welt bedeutet, so sollen die Besucher unserer Weltausstellung staunen über die Schönheit der Annowelt, die ihr ihnen vor Augen führt. Das Imperium heißt euch willkommen. Nach dieser flammenden Rede tritt der Historien vom Balkon zurück. Hektische Bewegungen unter seinen wartenden Beratern entstehen. Man sieht aufgeregte Gesten und begeisterten Applaus. Mittlerweile sind vom Admiralsstab des Historien auch weitere Details des bevorstehenden Jahrhundertereignisses bestätigt worden. Offenbar war Stupor Mundi vom Reißbrett an geplant worden, die große Weltausstellung des Fighting Historien zu beherbergen. Jeder aus unserer großen Anno-Weltgemeinschaft kann dort die schönste Insel seines Reiches präsentieren. Ob prunkvolle Hauptstädte, ob blühende Inseln der neuen Welt, ob pulsierende Siedlungen in Enbesa oder glitzernde Forscherstützpunkte in der Arktis, ein jeder ist eingeladen, sein persönliches Juwel in der historischen Weltausstellung zu präsentieren. Doch jetzt geht ein Raunen durch die Menge. Jubel brandet auf. Eine Parade bahnt sich den Weg durch die versammelten Massen. Man sieht Reiter und Kutschen. Jetzt erkennt man das Wappen. Meine Damen und Herren, es ist unglaublich. Die Königin besucht offenbar in eigener Person Crown Falls. Gerade tritt sie neben den Historien auf den Balkon, während die Gardekavallerie weiter auf den Platz strömt. Ehrfürchtiges Schweigen senkt sich über den Platz, als die Königin zu sprechen beginnt. Meine Damen und Herren, hören Sie nun die Königin. Geliebtes Volk, mit großer Freude haben wir vernommen, dass unser getreuer Gouverneur, der Fighting Historian, zum Ruhme unseres Reiches die Völker der Welt in sein Imperium einladen wird. Sind wir auch davon überzeugt, dass kein Reich in der weiten Annowelt an Schönheit und Glanz unsere eigene Hauptstadt überstrahlt, so freuen wir uns doch sehr, dass bald zahlreiche Gäste nach Stupor Mundi, der neuen Prachtstadt des Fighting Historian, kommen und sind begierig, die Schönheiten ferner Reiche zu erblicken. Und so wünschen wir unserem Gouverneur, dem Historian, alles Glück für sein Vorhaben und erteilen seiner historischen Weltausstellung unseren königlichen Segen. Und wir geben hier und heute bekannt, dass auch unsere eigene Hauptstadt mit einer königlichen Delegation die Ausstellung bereichern wird. Es lebe die erste historische Anno-Weltausstellung, es lebe die Anno-Community. Bitte beruhigen Sie sich. Jetzt beruhigen Sie sich mal. Damit verlässt die Königin mit den Historien den Balkon.
Doch meine Damen und Herren, soeben erreichte uns die erste Note eines Teilnehmers der geplanten historischen Weltausstellung. Kein geringerer als Maulwurf Viking hat bereits sein Pavillon bei der Weltausstellung angemeldet und der Maulwurf hat sich dankenswerterweise zu einem persönlichen Statement bereit erklärt. Liebe Anno-Community, ich freue mich sehr, meinen Maulwurfsbau bei der historischen Weltausstellung des Fighting Historian zu präsentieren und dabei die Schönheit und Vielfalt der Anno-Welt zu zeigen. Daher präsentiere ich eine meiner Städte auf der Ausstellung von ihrer schönsten Seite. Doch bin ich kein großer Redenspringer und gebe daher zurück an Miss Sandy, die rasende Reporterin. Meine Damen und Herren, ereignisreiche Tage stehen uns bevor. Stupor Mundi wird bald Schauplatz der ersten historischen Weltausstellung des Gouverneurs werden. Die Königreiche der Anno-Welt sind eingeladen, sich um einen Platz auf der Weltausstellung zu bewerben. Wer seine schönste Insel auf der Weltausstellung präsentieren will, kann auf der FHS Discordia vorstellig werden und dort seine Ausstellung anmelden. Weitere Informationen erhalten Sie durch ein Ausrufezeichen Discord im Chat. Meine Damen und Herren, seien Sie versichert, wenn am 5. März die historische Weltausstellung ihre Tore öffnen, wird Radio 1800 wieder live für Sie berichten. Damit melde ich mich ab vom Palast in Kronfurt und gebe zurück ins Studio.